Durchsichtiges Glasmalen mit zarten und transparenten Aquarellfarben, das funktioniert nicht? Ich denke, das geht sogar sehr gut. Und im heutigen Video zeige ich dir meine Tipps und Tricks, wie das gelingen kann. Ich bin Barbara Hirsekorn von der Aquarellwerkstatt und jetzt geht's los. Wenn ich mir mein Stillleben, so wie es jetzt hier zu sehen ist, aufbaue, das heißt ohne spezielle Beleuchtung, die Flasche hier einfach so hingestellt, ist es für mich tatsächlich nicht unbedingt gut malbar. Ich brauche also im Aufbau des Setups schon mal ein paar kleine Veränderungen, um mein Bild nachher spannender wirken zu lassen. Ein paar Handgriffe, eine veränderte Beleuchtung sorgen jetzt dafür, dass die Flasche viel malerischer erkennbar ist. Ich habe einen dunklen Hintergrund, in dem Fall ist es hier ein dunkler Karton hinter die Flasche gestellt und das Licht kommt nun von der Seite. Wir sehen jetzt die Lichtreflexion auf dem Flaschenglas, die wir malerisch darstellen können, und wir sehen vor allen Dingen, dass das Glas selbst durch den dunklen Hintergrund in der Farbigkeit bestimmt wird. Es gilt jetzt also, die Farbigkeit der Flasche dunkel und kräftig zu halten, damit das Glas später transparent wirkt. Wie das genau gemalt wird, zeige ich euch jetzt. Die Materialien für das heutige Motiv sind Lavender von Mielo, Sienna gebrannt, lichter Ocker, Zylinblau, Neutraltinte, Winsor Yellow, Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Jaune Brillant Tief von Schminke, Quinacridonrot von Schminke, Ultramarin Feinst und Indisch Gelb von Schminke. Außerdem Titanweiß von der Firma Schminke. Ich arbeite auf handgeschöpftem Büttenpapier von der Firma Arches, 300 Gramm Graphin. Es ist ein quadratisches Format, ungefähr 20 x 20 cm groß. Die Pinsel sind ein Eichhörnchenhaarpinsel, ein Rotmarderhaarpinsel aus meiner eigenen Pinselkollektion und ein Auswaschpinsel der Firma Da Vinci. Auch dieses fertige Aquarell wird wieder über die Plattform eBay versteigert. Die Versteigerung endet am 21. November 2023 und der Meistbietende bekommt das Aquarell dann per Post zugesandt. Den Link, der dich direkt zur Versteigerung führt, findest du unter dem Video in der Videobeschreibung. Hier seht ihr nun das heutige Referenzfoto und zuerst schaue ich mit Hilfe meiner Tonwertsuchkarte auf die unterschiedlichen Tonwerte innerhalb der Glasflasche. Wir sehen hier einerseits, dass am Rand helle Stellen den Flaschenkörper begrenzen, in der Mitte der Flasche jedoch der Tonwert genauso dunkel ist wie im Hintergrund. Ich finde auf der Flaschenoberfläche einige Lichtreflexionen, hier einen Ockerton und einen Zylinblauton. Beim Apfel sehen wir hier, dass die schattige Seite deutlich dunkler ist als der Hintergrund des Motives. Mal sehen, ob ich diesen Kontrast später im Bild etwas entschärfe. Nun geht es los mit meiner Skizze. Hier starte ich mit einem senkrechten Strich für die Mittellinie des Flaschenkörpers und mit der waagerechten Horizontlinie, in diesem Fall dem Regal, auf dem Flasche und Apfel stehen. Skizze und Referenzfoto bekommen die Unterstützerin der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesandt. Wenn du auch in den Genuss dieses Service kommen möchtest, reicht eine monatliche Unterstützung von 2 €. Dann bekommst du Skizze und Foto jedes Mal, wenn ein neuer Film erscheint. Wir haben für die Unterstützung dieses Kanals noch weitere Pakete eingerichtet. Du findest sie im Link unter dem Video in der Videobeschreibung. Der Link heißt Steady meine Unterstützung. Den Apfel setze ich leicht schräg vor die Flasche und hier hilft mir für die Orientierung zunächst einmal ein diagonaler Strich, um die Mittelachse des Apfels anzudeuten. Zum Schluss werden alle Konstruktionslinien ausradiert und nun kann es mit dem Malen auch schon losgehen. Ich beginne mit großen Pinselstrichen und einer Mischung aus Sienna gebrannt und lichter Ocker im Hintergrund. Ich male locker um die Objekte herum. Hier geht Schnelligkeit auf alle Fälle vor Genauigkeit. Eventuell übermalte Konturen kann ich später mit meinem Auswaschpinsel wieder korrigieren. Nun nehme ich etwas Alizarin Karmesin in die Farbmischung. Durch die rote Untermalung wird die dunkle Farbe des zweiten Farbauftrages später besonders tief und interessant erscheinen. Etwas Grün kommt hier rechts als Komplementärkontrast, aber in sehr gebrochener Form in den Hintergrund.
Mit Xylinblau und relativ viel Wasser male ich nun die erste Farblasur über die Glasflasche. Im zweiten Farbauftrag geht es dann darum, die Flasche auch mit starken Dunkelheiten zu versehen. Hier im ersten Farbauftrag jedoch male ich mit viel Wasser und in hellen Blautönen zunächst eine Grundierung. Etwas Neutraltinte kommt in der Mitte schon dazu und ich freue mich auch über den Farbverlauf des roten Hintergrundes, der hier auf der linken Seite in die Flasche hineinläuft. Für den Apfel verwende ich Winsor Yellow, Cadmium Orange und Quinacridone Rot. Alizarin Karmesin und Ultramarin kommt in den schattigen Bereich des Apfels mit hinein. Auch hier arbeite ich möglichst schnell, sodass der Farbauftrag des Apfels mit dem Hintergrund und auch ein wenig mit der Flasche selbst verschmelzen kann. Eine etwas cremigere Mischung von Veridiangrün und Rot kommt in die schattige Seite des Apfels nun noch einmal hinein und erzeugt das Volumen des runden Körpers. Eine kleine Helligkeit hole ich aus der Form des Apfelstiels heraus und auch die Rundung vor dem Apfelstiel möchte ich schon etwas heller gestalten. Den Tisch male ich mit einer hellen Lasur aus Lavendelblau und Resten meiner Apfelfarbe. Die letzten Striche zum unteren Bildrand werden wie immer dunkler und kräftiger. Nun muss das Bild einmal trocknen und ich habe in dieser Zeit noch eine kleine Ansage für euch. Ich hatte es ja im letzten Video vor 14 Tagen schon angekündigt. Es wird einen offenen Livestream hier auf YouTube in der Aquarellwerkstatt geben. Am Dienstag, den 5. Dezember 2023 um 19 Uhr malen wir dieses schöne Motiv zusammen. Ich hatte ja im letzten Video um Anregungen und Vorschläge zum Thema gebeten. Die Winterlandschaft war sehr häufig dabei. Alle anderen Anregungen von euch habe ich notiert. Sie werden bestimmt im nächsten Jahr in dem einen oder anderen YouTube-Film wieder auftauchen. Also verpasst es nicht, am 5. Dezember um 19 Uhr. Alle können dabei sein, ein offener Livestream. Ich freue mich aufs gemeinsame Malen. Bis dahin. Mit den dunklen und kräftigen Farbaufträgen geht es nun im Hintergrund weiter. Der erste Farbauftrag sollte hierfür wirklich trocken sein. Am besten ihr föhnt das Blatt oder lasst es einige Stunden liegen, sodass man jetzt mit einem flüchtigen zweiten Farbauftrag auf keinen Fall die untere Farbe wieder anlöst. Ich arbeite mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau und etwas Neutraltinte und gehe mit dieser cremigen Farbe jetzt um die beiden Objekte herum. So schneide ich sie quasi ganz neu aus dem Bildhintergrund heraus. Wichtig ist, dass jetzt hier wirklich wenig Wasser in der Mischung ist. Gerade nur so viel, dass sich die Pigmente noch auf dem Blatt gut verbinden. Die Farbigkeit der Hintergrundfläche variiert ab und an. Ich nehme mal ein wenig mehr Blau und mal mehr Braun in die Mischung. Besonders kräftig und dunkel arbeite ich zwischen Apfel und Flasche und im oberen Bereich des Hintergrunds nehme ich ein wenig mehr Wasser in die Mischung, sodass die Farbe hier etwas lichter erscheint. Nun geht es mit den dunklen Lasuren für den Apfel weiter.
Ich verwende eine Mischung aus Alizarin, Karmesin, etwas Sienna gebrannt und auch etwas Ultramarinblau und übermale die schattige Seite des Apfels. Wenn man in die Rottöne ein wenig Grün gibt, entsteht auch eine sehr schöne natürliche Schattenfarbe. Zur Mitte hin blende ich die Farben mit Wasser aus und achte darauf, dass einige helle Bereiche aus dem ersten Farbauftrag stehen bleiben. Hier im Flaschenkörper wasche ich nun zunächst mit dem Auswaschpinsel die doch recht starken roten Farbspuren aus dem ersten Farbauftrag etwas heraus. Und ich glätte die Ränder mit einigen Pinselbewegungen. Diese Stellen werden nun wieder trocken geföhnt und dann kann es mit dem dunklen Farbauftrag in der Flasche weitergehen. Mit Xylinblau, Lavendelblau und Neutraltinte, auch etwas Sienna gebrannt, setze ich nun verschiedene Farbflächen, die stellenweise auch wirklich sehr dunkel sind, in den Flaschenkörper hinein. Ich schaue ab und an auf mein Referenzfoto und sehe, wo die dunkleren und wo die helleren Bereiche in der Flasche zu sehen sind. Die Ränder der Farbaufträge werden nun gelegentlich scharfkantig stehen gelassen, aber oft auch mit Wasser weich verblendet. Falls du dieses Motiv nachmalst, würde ich dir raten, ruhig 2 oder 3 Versionen des Bildes anzufertigen. Wenn du die Flasche mehrfach malst, kannst du versuchen, dabei immer dunkler und dunkler zu werden. Du wirst sehen, je dunkler du in dieser Glasflasche arbeitest, umso transparenter wird sie erscheinen. Mit dem Auswaschpinsel hole ich aus der dunklen Fläche wieder weiche, helle Striche heraus. So werden die Lichtreflexionen auf der Glasflasche ganz gut sichtbar. Hier oben am Glasgewinde der Flasche kann ich auch Helligkeiten auswaschen, um dem Ganzen noch zeichnerische Genauigkeit zu verleihen. Den Apfelsteh male ich jetzt mit brauner Farbe, gemischt aus Sienna gebrannt und etwas Grün. Ich lasse den Stiel auf der linken Seite sehr hell, um eine Lichtkante anzudeuten. Ein kleiner Schatten verläuft auf der Rundung des Apfelkörpers und das Innere des Blütenansatzes bekommt auch noch eine etwas stärkere Dunkelheit. Den Lichtreflex im Apfel wasche ich mit dem Auswaschpinsel vorsichtig aus. Diese diffuse Helligkeit wirkt meiner Meinung nach besser als ein aufgesetzter oder komplett ausgesparter weißer Fleck. Ein paar kleine Punkte in der Apfelschale kann man noch auswaschen, aber manchmal sind diese Feinheiten auch schon ein wenig zu viel. Für den Tisch mische ich mir noch einmal den dunklen Grauton aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau und arbeite mit raschen, schnellen Pinselstrichen über die Fläche. In die Mitte kommt Lavendelblau, um eine helle Verbindung zu meinen beiden Hauptprotagonisten im Bild entstehen zu lassen.
Einen kräftigen, dunklen Schatten setze ich jetzt noch unter die Objekte selbst, so wird der Flaschenboden jetzt besonders schön gläsern. Sicherlich kann man im Foto noch mehr Feinheiten entdecken und in das Motiv einbringen. Die Frage ist hier immer, wann ist der beste Zeitpunkt zum Aufhören? Und wann hat man vielleicht am Motiv etwas zu lange herumgemalt? Einen kleinen lavendelfarbigen Reflexionsfleck für den Apfel vielleicht noch hier auf der linken Seite und einige helle Lichtreflexe auf die Flasche. Nun erscheint mir der Flaschenkörper im unteren Bereich doch noch etwas zu hell. Also mische ich mir noch einmal den dunklen, kräftigen Farbton aus Sienna gebrannt und Neutraltinte und setze mutig in die Mitte der Flasche noch etwas dunkle Farbe. Nun gefällt es mir besser. Einen kleinen Akzent mit Jaune Brillant auf die rechte Seite der Glasflasche und auch der Apfelstiel bekommt noch einen hellen Glanz. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren dieses schönen Motivs und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.